Wir befinden uns heute im Herzen des Emslandes und somit gleichermaßen im Epizentrum der Trailerproduktion. Anlass ist der mittlerweile 10. Praxistag Ladungssicherung, wie immer veranstaltet von der Verkehrsrundschau und wie immer ausgerichtet in dem dafür prädestinierten Trailerforum in Werlte. Und Krone TV möchte die Gelegenheit nutzen, um mit den vortragenden Experten in den Diskurs zu treten. Herr Ringer, kurze, knappe Frage. Wie ist Ihre Definition von mangelnder Ladungssicherung? Man kann diese Definition auf einen relativ einfachen gemeinsamen Nenner bringen, wenn man sich den § 22 Straßenverkehrsordnung anschaut. Dort steht drin, im Falle einer Vollbremsung oder plötzlichen Ausweichbewegung darf die Ladung nicht verrutschen, verrollen, herabfallen, vermeidbaren Lärm erzeugen. Und wenn ich eine konkrete Ladung anschaue und feststelle, es könnte sie tatsächlich tun, dann habe ich einen Mangel in der Ladungssicherung. Wie ich den dann löse, wäre dann die nächste Baustelle, ob ich mit Gurten, mit festen Blockierteilen und so weiter. Aber die Messlatte mangelnder Ladungssicherung ist einfach der Blick und die Vergleich mit dem § 22 Straßenverkehrsordnung. Herr Heringer, Definition der mangelnden Ladungssicherung ist jetzt klar. Was genau sind dessen Ursachen? Die Ursachen sind eigentlich darin zu suchen, dass die konkreten Regeln und Vorschriften, die es eben gibt, in der Situation der tatsächlichen Verladung bestimmter Produkte auf ein Transportmittel nicht so weit geklärt und organisiert sind, dass der Mitarbeiter, der am Ende die Ware tatsächlich auf den LKW bringt, ganz genau weiß, wie er diese Ladung zu sichern hat, welche Kräfte erforderlich sind und deswegen dadurch Fehler entstehen. Zu wenig Ladungssicherung, falsche Ladungssicherung, falsche Sicherungsmittel zum Beispiel. Herr Gede, Sie sind aktiv streifenfahrender Polizist und werden tagtäglich mit dem Thema Ladungssicherung konfrontiert. Was ist Ihnen am intensivsten in Erinnerung geblieben? Das war ein türkischer Sattelzug, der hatte Stahlkonstruktionen geladen, die völlig ungesichert auf der Ladefläche standen. Die sind dann bei einer Kurvenfahrt nach rechts in die Plane reingefallen und es war Zufall überlassen, dass die nicht runtergefallen sind, einen Radfahrer, einen Motorradfahrer erschlagen haben. Anschließend war ein riesengroßer Einsatz mit Feuerwehr, die mittels Kran die Platten wieder aufrichten musste. Was mich daran so besonders gestört hat, war die fehlende Einsicht des Fahrers. Der hat überhaupt nicht verstanden, was wir von ihm wollen, warum wir da so ein Theater machen. Er wollte doch bloß noch bis Rostock. Herr Noll, was sind aus Ihrer Erfahrung die häufigsten Fehler in der Ladungssicherung? Ja, grundsätzlich muss ich feststellen, dass in letzter Zeit die Beanstandungen der Ladungssicherungsbeanstandungen deutlich zurückgegangen sind. Ob das nur die Folge ist von diesen besseren Qualifikationsschulungen oder ob allgemein mehr darauf geachtet wird, weil auch doch dahingehend ziemlich gut kontrolliert wird. Aber am häufigsten immer noch sind die fehlenden Sicherungsmittel bzw. Ladelücken, die vorhanden sind und auch teilweise beschädigte Ladesicherungsmittel. Gibt es denn dazu, Herr Noll, auch irgendwelche belastbaren Statistiken? Ja, unsere letzte aktuelle Statistik sagt aus, dass im nationalen Bereich, also Fahrzeuge mit deutscher Zulassung, ungefähr bei 10–11% die Beanstandungsquote liegt und im ausländischen Bereich, vor allen Dingen aus osteuropäischen Ländern, circa das Doppelte mit 21–22%. Und woran liegt das? Ja, also ich kann mir vorstellen, nach meinen Erfahrungen ist das so, dass das überwiegend Mängel sind in der Kenntnis über die Ladungssicherheit. Ja, und da ist noch Nachbesserungsbedarf, vor allen Dingen bei den Osteuropäern gegeben, weil die verstehen das einfach nicht, dass wir in gewisser Weise die Ladung so präsentieren müssen, dass sie auch unter verkehrsüblichen Bedingungen gehalten wird auf der Ladefläche. Und da dürfen da keine Defizite sein im Vergleich zu unseren Fahrern, die da doch schon besser geschult sind. Abschließend kommen wir zu der nicht wirklich neuen Erkenntnis, dass optimale Sicherheit im Güterkraftverkehr nur im engsten Schulterschluss zwischen Fahrern, Verladern und Herstellern gelingen kann. Und so banal wie epochal. Mit leichter Schräglage auf dem Oktoberfest empfiehlt es sich, sich anzulehnen. Und bei Glatteis auf dem Trottoir vermeiden Sie hastige Bewegungen. Und vorzugsweise bringen Sie auch noch Streusand aus. Sie brauchen also im Wesentlichen zwei Dinge. Den gerade beschriebenen gesunden Menschenverstand und ein Fahrzeug aus dem Hause Krone mit Multiwall und Co.